Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial von mir. Und zwar geht es heute um diese kleinen Täschchen. Ich habe die mal in zwei Varianten gemacht, so ist er im Original. Und man kann die aber auch hier mit zwei Löchern versehen und dann ein Schleifchen drum, wie man das gerne hätte. So, ich bin auf die Idee gekommen, weil ich mal hier diese Verpackung gekriegt habe. Und weil sie im Original so ist, werde ich euch heute auch zeigen, wie ich die hier gemacht habe, diese Variante. Die kann man schön flach hinlegen. Und ich fand das toll und habe mir gedacht, ach, das würde ich auch gerne mal machen. Und dann fangen wir auch schon mal gleich an. Ich habe das jetzt so berechnet, dass diese Verpackung hier aus einem Bogen Designpapier gemacht wird, also auch inklusive dieser Seitenteile. Das kann man natürlich auch noch anders farblich absetzen, wenn man möchte. Aber wir fangen jetzt erstmal in dieser Variante an. Wir brauchen dazu für diesen Umschlag ein Stück mit den Maßen 14 mal 30. Das wird auf beiden Seiten gefalzt bei 2 und bei 12. Ich zeige euch gleich mal, was da alles reinpasst. Das lassen wir noch ein Momentchen hier liegen. Wir brauchen nämlich noch für die Seitenteile zwei Stücke mit dem Maß 25,8. Warum das so krumm ist, das zeige ich euch gleich. Mal 8. So, das falzen wir jetzt hier auf einer Seite bei 1 Zentimeter und das andere ebenfalls. So, jetzt brauchen wir das Schneidebrett nicht mehr. Alle anderen Falze müssen wir jetzt von Hand ziehen und wir müssen noch ein paar ziehen. Ich falze mir das hier schon mal vor. Und bringe jetzt auch schon mal das Loch da rein, damit wir das nachher haben. Also das ist 14 breit insgesamt. Das heißt auf beiden Seiten 7 cm. Dann mache ich mir hier ein Pünktchen mit einem Bleistift hin, damit ich einen Anhaltspunkt habe. Auf die andere Seite auch. Bei der 0. Dann nehme ich mir hier meine Crocodile und stanze mir hier das Loch hin. Auf der anderen Seite auch. Das Pünktchen habe ich nur gemacht, damit ich da einen ungefähren Anhaltspunkt habe, dass das in die Mitte kommt. Das kann man natürlich dann auch wieder wegradieren, aber da an der Stelle müssen wir es nicht wegradieren. Das können wir so lassen. Jetzt klebe ich mir da ein Stückchen doppelseitiges Klebeband drunter. So, und das können wir hier auch schon mal präparieren. Hier kommt auch doppelseitiges Klebeband hin.
So, jetzt kümmern wir uns mal um die Seitenteile. Diese Klebelasche, die wird jetzt erstmal umgeschlagen. Und dann lege ich mir die hier rein. Und ihr seht, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, wenn ich es hier anlege, dann ist es hier ein kleines Stückchen vor der Falznaht, sodass ich das dann wieder besser umklappen kann auf beiden Seiten. Deshalb habe ich da ein Maß von 25,8 genommen. Also insgesamt wäre es eigentlich 26 hier innen drin. Aber damit wir da noch ein bisschen Platz haben, habe ich mir das mal umgeschlagen. Ja, beziehungsweise hier noch ein bisschen kürzer abgeschnitten. Und jetzt markiere ich mir hier diese Punkte, wo ich die Falzlinie sehe. Also ich lege das jetzt ein Stückchen über der Kante an und sehe hier den Rest von der Falzlinie und markiere mir das oben und unten. So, jetzt habe ich hier die beiden Punkte, das müssten 6 cm sein, also kann ich das bei 3 und bei 3 anlegen. Das ist nicht ganz genau, aber das macht nichts. Das haut trotzdem hin, also es sind 2,9 und 2,9. Jetzt müsst ihr mal gucken, das hat was mit dieser Dicke der Wulst zu tun. Hier ist die Mitte und von der Mitte aus messe ich 1 cm zur einen und 1 cm zur anderen Seite ab. Dann klappe ich mir das auf. Hoffe, dass ich gut sehen kann, wo ich es markiert habe. Und nehme mir hier so einen Embossing-Stift und ziehe von den 1 cm stimmt das? Wenn man es selber nicht so gut sehen kann. Das war die Mitte. 1 cm, 1 cm. Also ziehe mir von hier eine schräge Linie runter zu dem anderen Pünktchen. Ich denke mal, das kann man nicht so gut sehen, aber ich habe da mal was vorbereitet für euch. Da könnt ihr das, denke ich, sicher besser nachvollziehen. Das zeige ich euch gleich. Dann kann man das hier schon mal umknicken. Mal mit dem Falzbein nachgehen. So, ich habe vorbereitet. Also, das ist hier das Innenteil sozusagen. Da habe ich die Falzlinien mal nachgezogen. Und so sieht das aus. Also, wie gesagt, ich habe das hier umgelegt. Dann habe ich mir hier diese beiden Punkte markiert und hier oben die beiden Punkte habe ich markiert. Dann habe ich es, ja, also hier bei 3 und 3 hingelegt. Dann habe ich mir den Punkt in der Mitte, den habe ich mir jetzt gespart und bin rechts und links von der 0 habe ich 1 cm markiert. Und so sieht dann im Prinzip hier diese Falzlinie aus. Die würden wir jetzt hier schräg runterziehen, beziehungsweise haben wir ja hier gemacht. Das gleiche machen wir natürlich auch mit der anderen Seite. Das sieht dann so aus. Ja. Und so werden die dann auch eingeklebt. Und das ist jetzt hier nur mal zur Anschauung, damit ihr das besser sehen könnt, weil ich glaube, auf dem weißen Papier kann man das nicht so gut erkennen. Das tun wir mal wieder weg. So, jetzt machen wir uns erstmal diese Seite fertig. Auf die schöne Seite, hier ist ja die Klebelasche so umgeknickt, nach innen, kommt einmal komplett Klebeband drauf. Also das ist die Seite, die man nachher sieht. Diese hier. Auf die Innenseite, da ist ja dann hier diese Kreuzung. Da kommt
nur auf den beiden Seiten Klebeband hin. Die Mitte bleibt frei. So, das eine haben wir schon mal. Jetzt müssen wir das mit der anderen Seite auch noch machen. Dazu wieder anlegen. Markieren. Macht das mit einem Bleistift mit einer weichen Mine, damit man das dann hinterher auch wieder wegradieren kann. Jetzt haben wir hier wieder unsere beiden Mitten sozusagen und markieren uns hier rechts und links der Null bei 1 Zentimeter. Dann können wir auch schon wieder falzen. Jetzt muss ich noch mal gerade gucken. Ich glaube, hier war der Punkt. Ja. Manchmal ist das ein bisschen schwierig zu erkennen, insbesondere auf so einem gemusterten Papier, wenn man da jetzt nicht so einen riesen dicken Balken hinmachen möchte, dann kann das schon mal etwas schwierig sein. Jetzt noch die andere Seite. Hatte ich hier nicht noch mal einen Radiergummi? Ja. Dann kann man das jetzt nämlich schon mal ein bisschen wegradieren. Auch hier schon wieder mal umfalzen. Also das ist ein schönes Täschchen, das hat auch eine schöne Größe, wie gesagt. Da passt einiges rein. Und wenn euch meine Videos gefallen, wie üblich, lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Oder vielleicht sogar ein Abo, wenn es euch gefällt, damit ihr auch kein Video verpasst. Ist auch wieder auf den Innenseiten mit Klebe versehen. So, dann haben wir jetzt die Seitenteile soweit präpariert. Jetzt können wir die gleich einbauen, aber jetzt brauchen wir erstmal noch ein Bändchen. Da nehme ich dann hier so was Rotes, was ihr da habt. Das teile ich mir jetzt einmal. So, jetzt kommt das hier durch das Löchlein, also von außen nach innen. Dann hier den Klebe wegschnipsen und da draufkleben. Auf der anderen Seite ganz genauso. Von außen nach innen ziehen. Klebestreifen weg. Und festkleben. So, jetzt diese beiden hier noch nicht umklappen. Jetzt müssen wir erstmal hier die Seitenteile einbauen. So, dafür ziehen wir jetzt erstmal von der Innenseite die beiden kurzen Stücke ab, klappen das um und jetzt nehmen wir das lange weg und setzen das rein. Das mache ich immer so, ich biege mir das hier immer so ein bisschen nach oben und versuche das dann so genau wie möglich an den Rand zu setzen,
und arbeite dabei von der Mitte nach außen. So, das war der erste. Jetzt müssen wir ja hier diesen Winkel hinkriegen. Da habe ich ein bisschen hin und her probiert, ob man den abmessen kann, welcher Winkel das ist. Und ich bin aber irgendwie zu keinem guten Ergebnis gekommen. Und darum habe ich mir so beholfen, dass ich den individuell sozusagen anpasse. Dafür gehe ich hier rein, halte es hier fest, ziehe mir diese Ecke, die obere Ecke, hier rüber. Gucke, dass das hier schön auf der Kante liegt. Und streiche fest. Dann kann man auch noch mal mit dem Falzbein reingehen, drüber gehen. Also im Prinzip hier festhalten und hier rüberziehen. Das geht eigentlich ganz gut. Das Papier macht das ganz gut mit. Also nochmal. Hier an der äußeren Kante festhalten, an der oberen Ecke annehmen sozusagen das Papier und dann hier auf die äußere Kante ziehen, so gut es geht. So. Und dann das hier hinten noch so ein bisschen ausbeulen. Dem Papier, jetzt seht ihr das leider nicht so gut, aber ich kämpfe hier gerade ein bisschen mit dem Papier und auch hier wieder fest. So, hier diese Beule, die kriegen wir da gleich noch raus, seht ihr? Das kriegen wir gleich noch ein bisschen schöner hin. Aber so wird es gemacht. Dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Erstmal wieder innen abziehen. Festkleben und dann außen abziehen. Die Flügelchen hier wieder so ein bisschen nach oben biegen und von der Mitte aus aufkleben. Weil es ist natürlich mit dem doppelseitigen Klebeband, wenn man das einmal drin hat, dann ist es drin. So. Und hier im Prinzip wieder genau dasselbe. Das Hochnehmen, die äußere Kante hier auf diese äußere, also diese äußere Kante auf diese äußere Kante hinbiegen. Und auf der anderen Seite natürlich genauso. Auch hier nochmal mit dem Falzbein drüber gehen. So, das war's. So sieht es dann aus. Jetzt werden wir das hier noch ein bisschen festkleben, damit das hier nicht so rumflappert. Das muss man sich dann hier so ein bisschen weg. Schön wieder nichts rauskommt. Hoffentlich kommt hier was raus. Und das verteile ich also so weit es geht hier auf diesem Flügelchen. Also Hauptsache, das ist hier an der äußeren Kante. Also so hier an der äußeren Kante. Da muss auf jeden Fall was hin. So.
So, und je nachdem, wie gut ihr das ausmesst oder wie genau ihr hier auf die Kante klebt, bleibt hier ein mehr oder weniger großer Spalt. Der ist jetzt hier leider ein bisschen groß, aber manchmal ist es im Video auch ein bisschen schwierig. Das wird euch sicherlich besser gelingen. Dann kann man hier die Seite noch umklappen. So, und dann ist das hier auf der Seite schon mal fertig. Dasselbe machen wir hier auf der Seite natürlich auch noch. Man muss damit ein wenig kämpfen. So. Und das hier noch ein bisschen mit dem Falzbein anreiben, bis der Kleber angezogen hat. Und dann auch hier diese Seitenlasche umlegen. Ja, und dann ist das Tütchen eigentlich auch schon fertig zum Befüllen. Ja, dann kann man hier oben dann ein Schleifchen dran machen. Hier habe ich jetzt schon mal ein bisschen weihnachtlich, ein Anhängerchen, so ein Nussknacker und ein Tannenbäumchen mit einem Spruch oder was euch einfällt, kann man natürlich dann dekorieren nach Belieben. Und ich zeige euch jetzt mal, was da drin ist, weil es ist jetzt nämlich nicht wenig. Also wir haben hier eine Gesichtsmaske, ein Kerzchen, 2 Küsschen und eine Handcreme. Also ihr seht, es passt ordentlich was rein, aber man kann die Teilchen eben schön flach verwahren, stapeln, wenn man sie gerade nicht braucht. Dann nehmen sie keinen Platz weg. Sie sind schön gepresst, das ist ja auch immer noch mal wichtig. Und sie bleiben schön. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst oder ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.